Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute backen wir einen leckeren Flammkuchen. Der wird allerdings nicht traditionell mit Zwiebeln und Speck belegt, sondern passt zur Saison mit Spargel und Räucherlachs. Für den Teig zuerst einen Viertelwürfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, 120 ml lauwarmes Wasser und einen Teelöffel Zucker dazugeben und dann mit einer Gabel oder einem kleinen Schneebesen verrühren, bis sich Hefe und Zucker im Wasser aufgelöst haben. Als nächstes 200 Gramm Mehl und das Hefe-Wasser-Gemisch in eine Rührschüssel geben, außerdem einen Teelöffel Salz und einen Schuss Olivenöl dazugeben und jetzt alle Zutaten entweder mit den Händen oder einer Küchenmaschine verkneten, bis daraus ein geschmeidiger Teig entstanden ist. Der Teig ist perfekt, wenn er noch ein bisschen, aber nicht komplett an den Fingern kleben bleibt, so wie hier. Dann eine Kugel aus dem Teig formen und zurück in die Rührschüssel geben, mit einem Küchentuch bedecken und für etwa 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Als nächstes den Spargel schälen, die unteren Enden abschneiden und danach schräg in dünne Scheiben schneiden. Die Spargelscheiben dann auf einen tiefen Teller geben. Jetzt mit einem Teelöffel Zucker und einem Teelöffel Salz würzen. Alles etwas vermengen und dann bis zum Anrichten zur Seite stellen. Als nächstes ungefähr ein halbes Bund Petersilie in ein hohes Gefäß geben, ca. 50 bis 75 ml Olivenöl dazu gießen, außerdem mit Salz und Pfeffer würzen, und dann einfach mit einem Pürierstab etwa eine Minute zu einer glatten Soße bzw. Petersilienöl pürieren. Das Petersilienöl danach zur Seite stellen . Der Teig sollte sein Volumen nach der Ruhezeit in etwa verdoppelt haben. Dann die Arbeitsplatte einmehlen, den Teig auf die bemehlte Fläche geben, von allen Seiten im Mehl wenden, etwas platt drücken und danach mit einem Nudelholz dünn und flach ausrollen. So lange ausrollen, bis der Teig in etwa die Größe eines Backblechs hat. Danach vorsichtig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech heben . Den Teig nochmal etwas in Form bringen . Und so auch die Ecken mit dem Teig auskleiden. Als nächstes einen Becher Schmand auf den Teig geben und mit einem Löffelrücken gleichmäßig dick verstreichen .
mit frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Und jetzt die Spargelscheiben auf dem Flammkuchen verteilen. Zum Schluss den Räucherlachs einfach in Stücke reißen und ebenfalls auf dem Flammkuchen verteilen und danach im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Ober-Unterhitze für etwa 20 Minuten backen, bis der Flammkuchen goldbraun ist. Dann aus dem Ofen holen, mit einem Pizzaschneider in Stücke schneiden . Den Flammkuchen jetzt noch mit etwas Petersilienöl beträufeln und danach servieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.